Tobi, ich wollte heute einmal ganz kurz ein Video zu einem Modell machen, was mich schon ein bisschen länger beschäftigt, was ich damals mal rausgesucht habe für eine Podcast-Folge zum Thema James Bond und ich glaube auch nochmal zu einer anderen Podcast-Folge, aber da weiß ich jetzt nicht mehr, welche das war. Auf jeden Fall geht es um das Herpa Playcar, also Herpa Playcar BMW Z4. Das kam nämlich 2003 auf den Markt, eben von dieser Firma Herpa, die zu Hause im fränkischen Dietenhofen ist, was ungefähr so 25 Kilometer entfernt von Zürndorf liegt. Also ist da schon mal eine ganz brauchbare Entfernung zu Horst Brandstätter gewesen, also zu Playmobil. Und jetzt habe ich hier ein bisschen was mitgebracht dazu, zu dieser Kooperation zwischen Herpa und Playmobil. Und zwar müssen wir uns vor Augen halten, dass dieses Modell 2003 auf den Markt gekommen ist. Es gab es in 4 verschiedenen Farben, einmal in Rot, einmal in Blau, in Hellblau und in Gelb. Und wenn du dir dieses Modell anguckst, dann würde ich dich da einmal um deine Meinung bitten. Also was denkst du, gerade wenn du so ein bisschen das Modell an sich betrachtest und dann auch so den zeitlichen Hintergrund? Also ich muss tatsächlich sagen, das Auto an sich ist natürlich eine hervorragende Qualität von der Optik her. Im Vergleich zu der damaligen Playmobil-Zeit oder auch heute noch, ist ja auch nicht, ich meine, heute haben sie ja einige wirklich auch mit Lizenzen, das können sie dann ja, aber so die alten Autos zu der Zeit, muss man schon sagen, es ist wirklich was Feines, das kann man nicht anders sagen. Es ist, ich wusste gar nicht, dass das Maßstab 1:18 ist, das ist ja, eigentlich könnten ja viel mehr da einsteigen, die haben ja viele Autos in 1:18, da musst du vielleicht ja nur mal so ein bisschen so einen Sitz abändern oder so. Genau. Also wirklich ein schönes Ding und 20 Euro hat es damals gekostet, auch ja wirklich ein überschaubarer Preis. Mich würde mal interessieren, das ist aber vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, warum es da keine weiteren Exemplare mehr von gab. Oder weißt du das so ad hoc? Nee, also kann ich dir gar nicht sagen. Das wäre auch so ein bisschen meine Frage gewesen. Gerade wenn wir uns die Produkte angucken, die so in der Zeit auf den Markt gekommen sind. Also das einzige vergleichbare Modell, was ich hier mitgebracht habe aus dem Jahr 2003, was nicht ganz aus dem Jahr 2003 ist, aber es wäre die 3903, das Polizeiauto. Muss man aber sagen, das ist hier in der zweiten Version. Die erste Version kam aus dem Jahr 1997 und da muss man ja schon sagen, das ist ja das gleiche Jahr. Und wenn man sich dann das Playmobil-Produkt anguckt, also das Original-Playmobil-Produkt und dann das Produkt aus der Kooperation mit Herpa, dann sind das ja Welten. Also das ist ja ein ganz anderes Design. Ist auch ein BMW, ne? Das weiß ich gar nicht, was das ist. Aber so vom Kühlergrill könnte man das denken. Ja, okay. Ich war Na, dabei. oder findest du nicht? Ja, ein bisschen. Also bin mir da bei dem Modell nicht so ganz sicher, Aber es weil ist ein das. Dreier. Okay. Haben die auch da inoffiziell mit dieser Bezeichnung auch verkauft, kann ich mir vorstellen. Ja, nee, das ist natürlich, das sieht eher fast aus, also ganz ehrlich, das sieht eher aus wie Playmobil 1, 2, 3 Ja, und nicht irgendwie, ja, nee, das ist schlecht. Also passt nicht in die City. Nee, ganz im Ernst, das ist keine, ja, weiß ich nicht, nee. Also im Vergleich dazu ist natürlich, das andere ist ja wirklich ein Modell, ne? Das muss man ja schon sagen. Das ist ja wirklich du hast da Scheinwerfer, die wirklich gut aussehen, du hast die Blinker, du hast, glaube ich, die Motorklappe kannst du vorne aufmachen, die Motorhaube und auch die beiden Figuren, die dabei sind echt cool. ja, finde ich auch, ne? Die sind sehr, sehr gut gemacht. Ja, schöne Farben. Also Ja. das ist wirklich schon gut, ja. Und dann habe ich noch 3 andere Modelle mitgebracht, die man einfach hier im Video mal ganz kurz zeigen kann. Und zwar die 3237 aus dem Jahr 2002. Ja, ist eher so Richtung Golf. Mhm. Finde ich besser als den Polizeiwagen, aber ist jetzt Ja. auch nicht unbedingt so es ist eher klassisches Spielzeug, ne? So, ist okay. Also besser Ja. auf jeden Fall als der Streifenwagen, optisch. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Um Welten würde ich fast schon sagen. Ja. Also der ist wirklich ein Totalausfall. Mhm. Und dann haben wir die 3162 noch mit dabei aus dem Jahr 2002. Ja. Was sollst du dazu sagen? Ist okay. Ist okay. Also die Sonnenbrillen sehen absolut schlecht aus. Also das gefällt mir überhaupt gar nicht. Das Auto ist okay. Es ist halt keine Türen zum Öffnen, aber das hatte Playmobil zu der Zeit ja noch nie. Ne? Das ist alles immer nur zu Genau. oben rein und relativ simpel gehalten. Und ja,
Die Scheinwerfer kannst du hochklappen, das ist ganz nett, aber die Detaillierung fehlt halt. Und wenn du dann siehst, dass das Herpa das für 20 Euro als Verkaufspreis hinkriegt, so ein Ding so exzellent umzusetzen, ja, dann fragt man sich schon, warum kann Playmobil das da nicht, ne, zu der Zeit? Genau, und das ist die große Frage, die ich habe, weil Oder warum will man das nicht? genau. Also bis zum Tod von Horst Brandstätter, also bis 2015, gab es ja wirklich auch keine Lizenzthemen aufgrund der hohen Lizenzkosten, wie immer kommuniziert wurde. Und dann muss man sich ja wirklich die Frage stellen, warum das nicht schon vorher passiert ist, dass man so eine Modelle dann mit in die Playmobil-Welt integriert hat, weil 2015 hat man dann plötzlich angefangen, die Porsche-Lizenz auf den Markt zu bringen. Porsche, die sich damals dazu verpflichtet haben, jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen. Und dann sind die ja in diesem Jahr mit der 3911 direkt eingestiegen und haben den Porsche 911 Carrera S auf den Markt gebracht. Und da haben wir ja jetzt zum ersten Mal so ein Modell, wo man sagen kann, okay, das ist dem Herpa Playcar BMW Z4 sehr, sehr ähnlich. Aber da liegen Ja. nochmal 12 Jahre dazwischen. Das ist sehr, sehr komisch, finde ich. Ja, du kannst das Auto natürlich schon fast gar nicht damit vergleichen, weil du da natürlich, das ist natürlich schon eine ganze Menge, was du da machen kannst. Du hast verschiedene Felgen dabei, du hast vorne, du kannst die Stoßstange auswechseln und sowas. Das ist natürlich nochmal on top. Der Heckspoiler das ist natürlich ein super Set, ne? Also das muss man schon sagen. Ja. Ja, das ist wirklich erste Sahne. Also mit Licht und allem, was du dabei hast, das ist schon wirklich ein feines Ding. Also, Ja. ja. Eine sehr, sehr coole Maschine, aber wirklich eine große Frage, die ich da immer hatte, die auch nicht gelöst werden wird mit diesem Video. Warum hat Playmobil da nicht ein bisschen früher angefangen, da ein bisschen was im Autobereich zu machen und vielleicht auch mehr Kooperation irgendwie einzugehen, ne? Ja, das ist halt die Frage, wie gut haben sich die Sachen verkauft, ne? Solange du damit klarkommst. So, warum sollst du es ändern, wenn es sich verkauft, ne? Das stimmt, ja. Aber die Tür konnte man bei dem Herpa auch nicht aufmachen, ne? Nee, genau. Das wollte ich auch noch hinzufügen. Da war das leider auch nicht möglich. Ich glaube, man konnte die Motorhaubenklappe aufmachen. Ja, das kannst du, genau, ja. Genau. Aber ansonsten ist das mit den Türen generell immer ein bisschen schwierig, ja. Ja, aber an sich wirklich, ich finde es echt, also auch dieser, das war so ein Blinker da links, wo das BMW-Logo drauf war. Das war der Blinker, ne? Da an der Seite. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr gut nachgebildet, also sehr detailliert. Ich meine, wer Herpa kennt, die machen ja eigentlich eher für die Modellbahn, für ein H0 und leider viel zu wenig in N. Das muss ich jetzt mal wieder, da muss ich gerade mal meinen Frust loswerden, dass Herpa immer so viel rausbringt. Eigentlich mag ich Herpa ja auch sehr gerne, habe Flugzeuge von denen in 1:500, wirklich auch viel. Aber sie vernachlässigen uns in Spur N. So, also Herpa, wenn ihr das hört hier, ne, macht mal was in N. Genau, vielleicht kommt da mal ein bisschen was auf den Markt, ja. Also, Genau. Und macht wieder was für Playmobil. Weil ja, das wäre eine perfekte Kooperation, ja. Das ihr könnt das ja auch unabhängig von der Kooperation machen. Ihr müsst doch nur ein Ding bauen, baut ihr keine Figuren dazu, aber baut einfach so ein Auto und gut ist. Ich glaube, das würde gekauft werden, definitiv. Das glaube ich auch. Sei es vom Erwachsenenmarkt. Na gut, ich hoffe, wir konnten mit diesem Video ein bisschen in die Geschichte von Playmobil eintauchen, ein bisschen in die Geschichte von Herpa und konnten euch ein bisschen zeigen, was es da für tolle Automarken in dem Jahr 2003 schon gab. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und weiter unsere Videos guckt. Bleibt fröhlich und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.